Wir befinden uns in Dinklage und mein Vater, der hat sich 1969 selbstständig gemacht und ist ja aus der, ich sag mal, alleinig angefangen mit meiner Mutter und hatte dann im Grunde relativ schnell halt auch eine gute Belegschaft mit fast 25, 30 Leuten. Ich bin jetzt die zweite Generation und 2020 war die Situation, dass ich ins Überlegen gekommen ist, wie ich erweitere. 2021 habe ich meinen alten Bauantrag auf dem alten Standort weggeschmissen und habe einfach nochmal neu gedacht. Ligner System hat da eigentlich auch von vorne weg echt ein cooles Angebot gemacht und auch cool auch präsentiert. So eine große Halle. Ich habe nachgefragt, wie ich solche Spannweiten machen kann. Bin natürlich auch beim Stahlbau gelandet, aber eigentlich fing alles an mit einer Situation, dass ich einen Holzbau haben wollte, auch optisch. Ich fand es wunderschön. Und dann ging es halt los mit dieser doch horrenden Preisjagd, wo es dann irgendwann dazu führte, dass ich mir Holz einfach nicht mehr leisten konnte. So, und dann ging der Vergabekrimi weiter, indem ich dann im Grunde beim Stahlbau wiederum gelandet bin, wo ich nie hin wollte. Als dann quasi ich kurz vor Unterschrift war, ich hatte eigentlich 2 Tage vorher unterschreiben wollen, hatte ich noch mal überlegt, was macht der Holzmarkt, wie ist die Situation. Und habe noch mal bei Ligner System wieder angerufen und wurde prompt auch bedient und auch, ja, ich sag mal, rumgesponnen, wie man trotzdem das Ding noch irgendwie hier hinkriegen kann, weil das war mein Wunsch. Auch die haben sich mit mir angenähert und haben mit mir auch wirklich auf Augenhöhe, ja, verhandelt. Und unterm Strich ist es jetzt gut geworden. Die Traumhalle steht. Und letztlich ist es so, dass man auch ganz ehrlich sagen muss, mit ein Stück weit gegenseitigem Vertrauen haben wir das wirklich auch gut hingekriegt. Ja. Ich glaube halt einfach, wenn man mit Spirit dabei ist und versucht halt ja, ein bisschen optimierter zu denken, dann kann man Materialschlachten anders lösen. Man muss miteinander sprechen. Das ist das Mindset, was man vielleicht wirklich, ich sag mal, übereinander halten kann. Dass es nicht reicht, ein Angebot zu schreiben und zu hoffen, der Kunde droht mit Auftrag und hoffentlich einer schriftlichen Beauftragung, sondern man redet miteinander, man fragt ab, was will der Kunde, anstatt dass man einfach ein Angebot dahin klatscht und sagt, ja, hoffentlich meldet er sich wieder. So, und das war halt bei denen nicht so. Und so sind wir halt auch ein Stück weit jetzt mittlerweile aufgestellt, dass wir versuchen, den Kunden zu verstehen. Und das tun die definitiv, allein schon durch die Visualisierung, die die bringen und halt auch durch die, ja, Pauschalisierung, die natürlich mir halt auch ab und zu als Mittel dient, einen Auftrag zu generieren, aber auch eine gewisse Sicherheit gibt. Und als ich dann 3-mal nachgefragt habe, sag mal, der Stahlbau ist da mit drin, es ist alles mit drin, die Bolzen sind da mit drin, auch die Dübel werden gesetzt. Ja, 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 und das gibt einem auch Sicherheit. Ich weiß nicht, näherungsweise 100 Leute, die mich irgendwie im Alltag beim Einkaufen darauf angesprochen haben, ob wir die selbst hergestellt haben oder wie das überhaupt geht und dass es ältere Leute emotional wurden, oh, so eine schöne Holzhalle, Holzhallen haben wir schon so lange nicht mehr gesehen. Also wirklich auch mit Emotionen dabei, obwohl gar nicht beteiligt.